Hallo und herzlich willkommen aus dem verregneten London. Ja, wir stehen hier vor dem Pembroke Hospital und haben Fragen. Wir haben einfach Fragen, ne? Anstatt Antworten zu bekommen, kriegen wir einfach noch mehr Fragen, die sich auftun und alles Mögliche, ne? In der letzten Folge hat sich unser, ja, ich vermute mal, dass es unser Schöpfer war, der hat sich mal kurz gemeldet, ne, so per Funk und hat sich da ein bisschen vor uns projiziert, deswegen wissen wir nicht, ob er eine Entität ist. Oder, also eine körperlose Entität oder eine Entität, die sich doch einfach nur vor uns projiziert hat. Das ist nämlich mein Favorit, dass der sich weil der ist ja die ganze Zeit schon in unserem Kopf drinnen und dass der, komm mal, wir haben so viele Fragen. So viele Fragen. Wir müssen mal mit Dr. Swan, mit Dotka, ne, das ist ja nicht Dr. Edgar Swansea, sondern Dr. Swanson. Wir kennen ihn. Wir können ihn nicht einschätzen. Wir wissen nicht, ob er gut, böse, sonst irgendwas ist. Wir müssen einfach mit ihm reden. Ich hoffe, er hat irgendwie Antworten für uns. Dotja, ist der da? Ich finde es so cool, dass wir ein riesen Büro haben und die sich zu dritt einstellen müssen. Wir sind überhaupt nicht privilegiert. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Was sind hier? Kurzzeitig habe ich gedacht, ne? Frisur, Mantel und alles Mögliche, das hätten wir sein können. Wenn wir keinen Bart hätten. Dort ja, was war denn hier los? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Was? Das Krankenhaus wurde angegriffen? Holy, wir waren doch nur kurz weg auf der Beerdigung. Ein paar Leichen mehr wird niemand bemerken. Ja, Gott. Das Vertrauen muss wiederhergestellt werden, ne? We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Harriet, oh, ich habe gerade kein Gesicht dazu, ne? Ich habe nicht den Kopf für so etwas. Ach, come on. Ich bin schon wieder Ihre einzige Hoffnung. Nee, ich werde Ihnen helfen. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ich werde sie alle beschützen. Nee, sie werden nicht angreifen. Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here,
I will put an end to this. Der trostlose Heilige des East End. Sean Hampton, das war der Typ, den wir mit dem Boot hierher gebracht haben. Oh Mann. Harriet Milton, ne? Harriet. Der hat 2 Sachen jetzt schon. Oh, Clay Cox wird... Oh Mann, nicht, dass der sich auch verwandelt, ne? Aber wer war Harriet? Er hat auch 2 Sachen, ne? Aber wir müssen unbedingt mal Clay Cox finden, dass wir den behandeln können. Finde Sean Hampton an den East End Docks. Ja, da müssen wir so oder so hin. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Oha. Gwyneth, oh die Arme. Da können wir uns das Zimmer mal anschauen. The pain. It's here again. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Wir können sie... Warte, persönlich können wir eh nichts Neues... Über Miss Horcrofts Krankheit können wir ihn ausfragen. Fragen wir ihn aber mal über die jüngsten Geschehnisse im Krankenhaus, ne? Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Okay, fragen wir nochmal über Miss Horcroft. Das ist ja die ältere Dame. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Okay, Thomas Elwood, haben wir neuen. Für Thomas ist Thelma Horcroft der lebende Beweis, dass es noch Hoffnung für ihn gibt. Stimmt, die Horcroft war ja die Dame, die ihm gegenüber sitzt, ne? Sie ist psychisch gestört. Lassen Sie sich von ihr beißen, So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Sie ist psychisch gestört, aber das hat er ja gerade gesagt. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Nicht, dass der noch drogenabhängig wird oder so. Grund für ihre Verletzungen. Warte mal, den konnten wir... War das noch nicht gefragt? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Oh. Okay, das ist neu. Was ist wirklich passiert? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole.
There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Ja, es ist nicht so die feine englische Art, ne? Und wozu die Lüge? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Ja, die Chirurgie könnte ihnen helfen. Schönheit ist nicht alles. Sie können sich nicht ewig verstecken, ne? You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Noch ein neuer Hinweis, okay. Thomas schämt sich zu sehr für seine Wunden, um seine Familie zu sehen, oh Mann. Der Arme. Da war halt echt ein beschissener Unfall, ne? Erzählen Sie mir ein bisschen was von Ihrer Familie. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised my nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. Ja, ihre Kinder lieben sie. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me. Once. Like poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Aber ihre Schwester respektiert sie. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah, I'm better off here. Aber Lügen ist halt immer so, auch wenn die wahre Wahrheit etwas ungünstig ist, ne? Lügen ist echt immer beschissen. Vor allem, umso länger die Lüge dauert, umso beschissener ist es, wenn es rauskommt. Goodbye for now, Mr. Elwood. Können wir noch mal kurz mit der Hawcroft reden? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ja, da liegt doch genug am Boden. Es ist zwar nicht mehr so warm, aber wäre doch was für dich, ne? Dann fragen wir sie auch mal nach den jüngsten Geschehnissen. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Erzählen Sie mir ein bisschen was von Thomas Elwood, ne? Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Wenigstens etwas. Führen Sie eine Beziehung? Ja, eine sehr schräge, würde ich mal sagen. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Naja, stimmt, die Vampir-Sache, ne? Okay, sonst haben wir ja nichts Neues. Alles klar. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities.
Ich würde mal gerne der weiteren Blutspur folgen. What on earth happened here? Na, für Lady Ashbury brauchen wir Stufe 20, damit wir die bekommen würden. So Gedankenbeeinflussung halt. Ja, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, oder? Aber, oh doch, das war die alte, ne? Das war die alte Frau. Die schon seit Ewigkeiten im Krankenhaus liegt. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt wissen wir, aber ich wenigstens Gesicht. Jetzt weiß ich wenigstens wieder, wer das war. Mal sie mal befragen. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Die Schuld liegt zum Teil bei mir. Ja, nee. Der will sie an allem die Schuld geben, ne? Können wir diese Mahlzeit teilen? Jeder stirbt irgendwann. Ey, Alter, nur blöde Antworten gerade, ne? Ah, dann, ich würde mal das geringste Übel, ne? Jeder stirbt irgendwann, ist relativ blöd. Können wir diese Mahlzeit teilen, ist genauso blöd. Also die Schuld liegt zum Teil bei mir, ist die einzige halbwegs normale Antwort. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Fragen wir halt mal, ne? Haben Sie diese Frau getötet? Offensichtlich ja nicht, ne? Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Warmes Blut ist verlockend. Oh Mann, echt. Was ist das für ein blödes Gespräch, Jonathan? Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Und die Qualität des Blutes der Kranken? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Na, dafür hast du dich sehr gut unter Kontrolle. Heile Symbole bereiten Schwierigkeiten. Ja, das wissen wir ja schon. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Ja, es geht mir genauso, ne? Die ganzen Leute mit den Kruzifixen und Kirchen und allem möglichen, ja, das bereitet mir auch immer wieder Schwierigkeiten. Macht es Ihnen keine Angst? Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Ist das Gottes Wille? Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Wissen Sie was über Ascalon? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Ja, er war ungefähr 5 Meter groß. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you.
but rather outdoing his master's bidding. Okay, und was ist Ascalon jetzt? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Na gut. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Zumindest ein paar Antworten bekommen. Oh, vielleicht auch Claycox, ne? Können wir die Blutarmut, können wir die heilen? Ich würde ihm mal gerne Medizin geben. Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Mhm. Vielleicht weiß der was über die Geschehnisse im Krankenhaus. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. Aber wenn du schläfst, hilft sie dir nicht viel. Wird halt echt gern mal helfen. Über den Mann, den sie ins Wasser stießen, ne? Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. It still fucking hurts. Boss had cut me good. Wollte er Rache? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Okay. Sie sind ein Monster. Ne, überleben um jeden Preis? Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Ja, sie sind beinahe gestorben dort unten, ne? That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Ich würde ihn echt gern heilen. Wie fällt es Ihnen in unserem Krankenhaus? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Was gibt es denn an der Belegschaft auszusetzen? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. Ah, Dorothy Crane, ne? Die kennen wir ja. Aber was haben Sie denn am Krankenhaus auszusetzen? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Oh, ich würde ihn gern heilen. Können wir ihn endlich mal heilen? Warum kann ich dem keine Medizin geben? Wie lange können Sie sich dem Gesetz entziehen? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Ah ja, ich glaube nicht, dass du jeden einschätzen kannst, ne? Ah ja. Wir müssen alle für unsere Taten gerade stehen. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys.
One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Neue Hinweise. Clay hatte den Bruder des Mannes umgebracht, der ihn umbringen wollte. Clay hat vor, nach seiner Genesung weiterhin der Anführer der Gang zu sein. Und er hat keinen Personenkreis. Ich würde ihm halt echt gerne Medizin geben, ne? Warum kann ich ihm keine Medizin geben? Behandlung gegen Blutarmut, ja, das würde ich echt gerne machen. Aber geht anscheinend nicht. I'll leave you for now, Mr. Cox. Warte mal, ich schau mal hier kurz in die Dinger rein. Ja, Behandlung. Aber... Da gibt es hier irgendwo zur Medizin, weil bei den anderen konnte ich das immer in den Gesprächen machen. Ja, Details. Aber zur Blutarmut, ja, ich würde ihn halt... Hinweis gesperrt, Hinweis gesperrt. Warte mal, ist hier irgendwo in den Optionen? Das ist ja nur die Steuerung. Okay. Ich würde ihm halt echt gerne die Behandlung mal geben, ne? Miss, please, I feel sick. Get over here now. Das ist halt echt ein Arsch. Und der ist halt einfach ein Arsch. Warte mal, hier müssen wir hin. Die Docs. Ich würde ihn halt echt gern aussaugen. Einfach weil wir es können. Aber davor mal heilen. Weil so krank wie der ist, ne? Oh Mann, schon wieder ein paar Hexenjäger. Stufe 16, 17. Alter Schwede. Jetzt kann ich nicht mehr hier hochborten. Ah, verdammt. So, den haben wir gleich. Sehr schön. Oh, come on. Und der da drüben checkt's halt gar nicht, der da gerade vorbeigeht. Er fuchtelt da mit seiner Fackel rum. Unhöflich. Da könnte sich ja jemand verbrennen. So, der Babbo hat auch nichts dabei. Alles klar. Dann mal auf zu den East Docks. Ja, müssen hier lang. Hast du uns ernsthaft als Blutegel bezeichnet? Ich verstehe doch nicht, wieso. Wir werden besser. Wir werden besser mit den Kombinationen von unseren Angriffen, ne? Den Flock müssten wir mal aufrüsten und so. Weil den verwende ich relativ gern.
Dann essen wir mal alle auf. Nom 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 nom. Aua. Unhöflich. Oh, fu. Aua. Aber wir haben kein Blut mehr. Wir brauchen Blut und Heilung. Gib es mir. Da ist ja noch einer. Ich würde auch ja auch mal auf da anzuvisieren, den falschen. Ich würde ihn nochmal gerne aussaugen fürs Leben. Schöne Tasche hast du hier. Die 3 Schilling brauchst du bestimmt nicht mehr, ne? So, war da hinten. Ein Schützer. Ja, okay. Easy going. Aber, Junge, ich will hier weg. Oh, wir brennen. Manchmal, wir brauchen halt echt Blut. Manchmal stellen wir uns einfach super blöd an. Okay, jetzt haben wir alle. Oh, die haben ja was fallen lassen. Aber den Docks sind wir noch immer nicht näher gekommen. Warte mal, jetzt müssen wir hier über die Brücke rüber. Dann sind wir eh schon bei den Docks drüben. Alles klar. Aber zu denen kommen wir, also zu denen gehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir kommen auch da an, ne? Weil irgendwie werden wir immer von irgendetwas aufgehalten. Aber, ja, der Weg ist das Ziel, würde ich mal sagen. Und wir kriegen ja auch ein paar Erfahrungspunkte dadurch. Ich bin gespannt, was Sean Hampton in den East End Docks sagen wird. Aber Sean, der ist ja mutiert, ne? Der wird ja wahrscheinlich jetzt ein Skull sein. Und den müssen wir einfach nur töten. Ich bin gespannt, wie er aussehen wird, was uns erwarten wird. Vielleicht ist ja auch dieser eine Werwolf, den wir vor 2 Folgen war das, glaube ich, gesehen haben. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie Sean aussieht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.